Die Polizei von Elkins verfolgte gegen 10:53 Uhr einen schwarzen Ford Taurus SUV. Das Fahrzeug flüchtete mit hoher Geschwindigkeit und nach einer Benachrichtigung über Polizeifunk rückte die Arkansas State Police als Verstärkung an. Wenn du echte Polizeiberichte und adrenalingeladene Verfolgungsjagden liebst, dann abonniere unbedingt unseren Kanal. 2 neue Videos erwarten dich jede Woche. Um 11:02 Uhr meldete der Beamte, dass er sich in der Hauptverfolgungsposition befinde und leitete ein TVI-Manöver ein. Als er das TVI-Manöver ausführen wollte, lenkte der Verdächtige plötzlich mit seinem Fahrzeug in das Polizeifahrzeug ein, was beinahe zu einer Kollision geführt hätte. Trotz dieses gefährlichen Manövers, das bei etwa 160 Kilometern pro Stunde stattfand, konnte sich das Streifenfahrzeug wieder erobern, ohne die Kontrolle zu verlieren. Nur eine Minute später, um 11:03 Uhr, wurde eine erfolgreiche Fernüberwachung durchgeführt, die die Flucht beendete. Der festgenommene Fahrer wurde als Jacob identifiziert. Jacob wird im Rahmen der Ermittlungen der Polizei von Elkins mit verschiedenen Anklagen konfrontiert. Die formellen Anklagen im Zusammenhang mit dem Vorfall werden in einer Anhörung vor dem Bezirksgericht verhandelt. Ein verdächtiger weißer Buick-Regal fiel auf der Interstate 30 auf. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen ARLODIFF verließ seine Fahrspur, als es sich der Meile 135 näherte und erregte die Aufmerksamkeit der Arkansas State Police. Während der Verkehrskontrolle beschleunigte das Fahrzeug plötzlich und mehrere Personen bewegten sich darin. Die Polizei aktivierte ihre Sirenen und das Fahrzeug fuhr kurz auf den Standstreifen, beschleunigte dann aber wieder und setzte die Flucht an. Der Beamte holte das Fahrzeug schnell ein und führte ein TVI-Manöver durch. Nach diesem Eingriff schwenkte das verdächtige Fahrzeug gegen den Uhrzeigersinn und kam auf der linken Spur der Interstate 30 zum Stehen. In diesem Moment sprangen 2 schwarze Männer aus dem Fahrzeug und flüchteten zu Fuß Richtung Norden auf dem Highway. Die 3 Türen des Fahrzeugs waren offen, was auf einen dritten Insassen hindeutete. Mit Unterstützung der Polizei von Little Rock, des Sheriff-Büros von Pulaski County und anderer Behörden wurde ein großer Sicherheitsbereich um das Gebiet eingerichtet. Eine Drohne aus großer Höhe entdeckte 2 flüchtige Verdächtige, die sich im Little Rock Fire Training Center versteckt hielten. Herman Hill und Centavius Sumler, die barfuß erwischt wurden, wurden widerstandslos festgenommen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurden ein halbautomatisches Micro-Draco-Gewehr, 2 geladene 7,62 x 39 Magazine und ein Glock-Pistolenmagazin gefunden. Running on foot eastbound. On his way.
Während einer Nachtstreife wurde Sergeant Kammerer misstrauisch gegenüber einem in östlicher Richtung auf der Genesee Street geparkten Fahrzeug. Er identifizierte es anhand des Nummernschilds als Jeep, obwohl es physisch kein Jeep war. Er fing das Fahrzeug schnell in der Nähe der Michigan Avenue ab und bestätigte, dass es sich um einen Ford handelte. Well, how you doing tonight? Good, you got a license, registration, proof of insurance with you? Don't move. Don't move. Stop. Stop. Er stoppte das Fahrzeug westlich der Niagara Street und verlangte vom alleinfahrenden Fahrer seine Papiere. Er bemerkte eine weiße Substanz in einem durchsichtigen Beutel auf dem Knie des Fahrers. Kammerer vermutete, dass es sich bei der Substanz um Kokain handeln könnte und wollte den Beutel an sich nehmen. Als der Fahrer sich wehrte und plötzlich davonraste, fuhr er davon. It's got a bad plate on it, single black male occupant. Southbound Genesee. Crashed right at Larry's Auto Parts on Walnut. Das Fahrzeug, das die Genesee Street entlang raste, versuchte mit gesetztem Rechtsblinker in die Walnut Street abzubiegen, verpasste jedoch die Kurve, prallte gegen einen Bordstein und anschließend gegen einen Strommast. Der Fahrer verließ schnell das Fahrzeug und flüchtete zu Fuß. Der Verdächtige rannte mit den Händen in den Hüften, was die Polizei auf eine mögliche Bewaffnung schließen ließ. Kammerer rief dem Fahrer wiederholt zu, anzuhalten, woraufhin dieser in der Nähe von Larry's Auto Supply weiter flüchtete. Doch der Verdächtige weigerte sich. Als der flüchtende Fahrer in die Hoyt Street einbog, blieb er schließlich stehen, griff aber weiterhin nach seiner Taille. Sergeant Kammerer forderte den Verdächtigen mit vorgehaltener Waffe auf, sich hinzulegen und die Hände zu zeigen. Diesmal gehorchte der Verdächtige, Kevin Shax. Mit Unterstützung der State Troopers Turnquist und Barber wurde Shax in Handschellen gelegt und festgenommen. Bei einer Durchsuchung wurden keine illegalen Substanzen gefunden, jedoch mehrere Messer bei ihm gefunden. Shax wurde nur 2 Minuten nach der ersten Kontrolle überwältigt und sofort festgenommen. Die Polizei von Grand Rapids verfolgte ein Fahrzeug, das des Carjackings verdächtigt wurde und bei dem gegen 0:20 Uhr ein Fußgänger angefahren wurde. 6174, I'm in pursuit. Southbound onto 131, coming up to 196. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd durch die Stadt verschwand das gestohlene Fahrzeug auf der Northwest US 131 in der Nähe der Interstate 96. Daraufhin griff die Staatspolizei ein und stellte das Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit auf der Turner Avenue fest. Trotz Warnsignalen mit Sirene und Blaulicht flüchtete der verdächtige Fahrer. Still westbound, coming up to lane. Yeah, coming to lane westbound. Looks like we're taking the exit for lane. Disregard. We're continuing westbound. Continuing westbound past lane. Okay, we are taking the lane exit. Just to confirm, this was a stolen vehicle, struck a pedestrian and fled, correct? We're through lane. He's looking like, and he's ramping back onto 196 westbound.
ramp it back on. It definitely fled from officers. We did not locate a victim. No traffic. Swing of speed 80, no traffic. If you get walkers up there, making stop switch. Jede Nacht entbrennt auf Amerikas Straßen ein unsichtbarer Kampf zwischen Kriminellen und Polizei. Mal handelt es sich um Diebstahl, mal um ein gestohlenes Fahrzeug. Doch jedes Mal werden Einheiten eingesetzt, die entschlossen sind, das Gesetz zu stoppen. Get 5-9 up here with me so I can try and hit this car out. Come up to Fremont. Come up to Fremont. Through Gordon, speeds are 75, still no traffic. No traffic. Speed 75. Die Verfolgungsjagd dauerte lange auf engen Straßen. Die Straßen von Grand Rapids waren von Polizeilichtern erleuchtet und hallten vom Dröhnen der Fahrzeugmotoren wider. Looks like we're taking a eastbound shot on Leonard. Eastbound, Leonard from Golden. Speeds are 60, no traffic. Speed 50, no traffic. Coming up to Walker, we're through Walker. Speeds are 80, no traffic. Walker and what? Through Walker. I'm on Leonard, I'm on Leonard. And 6, Leonard Lincoln. Alright, we're through Frederick, speeds are 90. There's no traffic. Good stick, still eastbound on Leonard. Der Polizist meldete die Situation Moment für Moment über Funk. Southbound on Alpine. Southbound Alpine. Alright, I'm gonna try and pit him up here. He's slowing down, looks like he's at least got one tire down. We're through 9th. Speeds are 60, still no traffic. No traffic, speed 60 through 9th Street. Hit. Nach einer gefährlichen Verfolgungsjagd von mehreren Minuten gelang dem Beamten ein erfolgreicher Pit-Angriff auf der Stocking Avenue Northwest. Das Fahrzeug geriet außer Kontrolle, blieb stehen und die 3 Insassen flüchteten zu Fuß. Der Beifahrer und die Insassen auf dem Rücksitz wurden rasch von der Polizei in Grand Rapids festgenommen. Dem Fahrer gelang jedoch die Flucht im Schutz der Dunkelheit. Einer der Festgenommenen bestätigte im Verhör, dass der Fahrer das Fahrzeug gefahren und bei dem Unfall einen Fußgänger angefahren hatte. Während er an der Kreuzung Broadway und Cypress an einer roten Ampel wartete, bemerkte ein Polizist einen weißen Ford Escape, der die Ampel missachtete. Der Polizist versuchte an einer Shell-Tankstelle einzugreifen, um das Fahrzeug anzuhalten, und begann eine Verfolgungsjagd, als der Fahrer, Robert Bolton, plötzlich flüchtete.
Southern, speed at 89, light traffic. Still westbound on Broadway. Passing Buckeye, speeds at 97, light traffic. Die Verfolgung, die mit Geschwindigkeiten von bis zu 158 Kilometern pro Stunde den Broadway entlang fortgesetzt wurde, führte über zahlreiche Kreuzungen und Anliegerstraßen. Moving over to the turn lane, coming up on Dixie, turning north on Dixie Street, slowing down. But we're still going northbound on Dixie right now. Speeds are at 29, no traffic. So just information, the driver, he didn't throw anything out the vehicle yet, but he threw some at the back seat when I pulled into the parking lot. Saw a black male driver. He's still northbound over the tracks, heading into the Dixie area. So now we on. Der Fahrer fuhr auf engen Straßen zahlreiche gefährliche Manöver. Er geriet in Richtung entgegenkommender Polizeifahrzeuge und wich im letzten Moment aus. Someone in that black Tahoe. We're still south on Power Line. Coming up to Broadway. 49 miles an hour, no traffic. 3 units total. 3 units total. 27, that was me coming in on the other way of Dixie. I'm gonna see if I can catch up to him. Get off the radio. We're here to stop Broadway and Power Line. We're going to be westbound Broadway. We're coming up to we're slowing down. Erneut lenkte er in eine Shell-Tankstelle ein. Er verlor zwar nicht die Kontrolle über das Fahrzeug, verursachte aber beinahe einen schweren Unfall. And we're going to be northbound Locust. 28 miles an hour. No traffic. Coming west. We're about 89 miles an hour. 2 cars, they're yielding. We're going to take the JFK exit here. Coming up to JFK about 77 miles an hour. 1 car in front of us. North on JFK, we're at 17 miles an hour. 1 car. There's your goes to be third. Only 3 units total. 3 units total. We are northbound JFK, passing 3100. Bolton gefährdete andere Fahrzeuge, als er auf die Interstate 30 auffuhr, verlor mehrmals die Kontrolle und geriet in Kurven scharf ins Schleudern. On the yield. Disregarding JFK and D, we're going to be east on D, 22 miles an hour, no traffic. Still east on D, passing Magnolia. We're passing 1 car, but they're yielding 57 miles an hour. Very good, Sunday on St. Police. North on Ridge, 15 miles an hour, no traffic. Bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei geht es nicht nur um Geschwindigkeit, sie ist eine Prüfung von Geduld, Strategie und Entschlossenheit. Eine falsche Bewegung kann das Leben von Zivilisten und Beamten gefährden. Jede Entscheidung wird daher in Sekundenschnelle getroffen. Der Adrenalinspiegel steigt und es gibt keinen Spielraum für Fehler. Still westbound on F, we are passing Willow, 46 miles an hour, no traffic. We're trying to get a day, they've been there. We're still westbound on it,
we're coming up to camp. He wrecked out. Block him if you can. And he gained control somehow. Still coming up to camp. Turning north on Cher. Below the stop sign. 16 miles an hour. We're trying to get up there on Shane in Minnesota. East on 36. 38 miles an hour. No traffic in our direction. David 3, I have 4. I have a good visual of the pursuit. Below the stop sign and gone. 55 miles an hour. Eastbound 38. Er wurde von der Polizei in die Enge getrieben, nachdem er die Kontrolle verloren hatte und in einen Garten in der Orange Street einfuhr. Es gelang ihm jedoch, das Fahrzeug zurückzusetzen und erneut zu entkommen. We're going to be north on Orange. That's a 44. Let me buy you. Go around, try to block him in, but he gonna try to take off. Hey, you're not involved in 33 units. Schließlich hielt er an, als er einen kleinen Hügel in der Maple Street hinauffuhr. Die Beamten führten eine Hochrisikokontrolle durch und nahmen Bolton fest. Bei einer Durchsuchung wurde eine grüne Substanz gefunden, die der Droge K2 ähnelte und vermutlich K2 war. Boltons Identität wurde durch die Aussage des Fahrzeughalters und den sichergestellten Personalausweis bestätigt. Get out of the car now!